Darüber wollen wir sprechen mit dem Chefredakteur der Welt am Sonntag, Jacques Schuster. Schön, dass du bei uns bist. Hallo. Die FDP will allen voran den Druck auf Arbeitsverweigerer deutlich erhöhen. Verweigern die Bürgergeldempfänger die Arbeitsaufnahme, soll das Leistungsverbot für 3 Jahre gelten. Und werden Termine ohne Grund versäumt, dann werden sofort 30% gekürzt. Aber glaubst du wirklich, dass da SPD und Grüne mitmachen? Also erstmal halte ich es für berechtigt, weil ich glaube, angesichts der niedrigen Arbeitslosenquote, im Grunde haben wir ja fast Vollbeschäftigung, ist es nicht verständlich, dass Menschen, die arbeiten können, nicht arbeiten. Da hat die FDP recht. Ich glaube aber, dass es angesichts dieser Koalition und dieser Koalitionsquerelen und der Schwierigkeiten, in der die SPD steckt und deswegen sich da auf diesem Flügel übrigens fälschlicherweise, wie ich finde, profilieren möchte, wird es da nicht die Bewegung geben, die die FDP sich zumindest vorstellt. Kanzler Scholz sagt nun, er wolle die Treffsicherheit des Bürgergeldes erhöhen, haben wir auch gerade im Beitrag gehört. Das klingt jetzt wieder so ein bisschen nach Wischiwaschi, nichts Genaues. Kann da wirklich was bei rumkommen oder sind das eigentlich nur Worthülsen? Ich bin da auch sehr skeptisch. Zum einen hat die SPD oder der Kanzler zumindest erkannt, dass im Grunde die Wähler, die ihnen ja wegrennen, die Wähler nicht verstehen, warum die Leute, die arbeiten können, nicht arbeiten. Und die ewige Erhöhung von Bürgergeld kommt nicht dem Facharbeiter zugute, sondern eigentlich denjenigen, die die SPD sowieso nicht mehr wählen. Das ist das eine. Die andere Seite ist allerdings die, dass der Kanzler Sklave des Koalitionsvertrags und auch der Linken in seiner eigenen Partei ist und von daher eng gebunden ist. Er ist ja im Grunde zum Mittler verurteilt oder verdammt, Mittler zu sein. Von daher glaube ich, dass es außer diesem geringen Lüftchen keinen Sturm geben wird. Der CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, der hatte das Thema Ukraine-Flüchtlinge angesprochen. Und er sagt, Flüchtlinge sollten auch in sichere Gebiete in der Ukraine zurückgeschickt werden, wenn sie in Deutschland keine Arbeit annehmen. Das ist eine gewagte Forderung und er erntet dafür auch Kritik aus der eigenen Partei bzw. aus der CDU. Da ist die Linie wirklich ganz anders. Was ist sein Motiv? Was steckt dahinter? Gut, wir können natürlich auch die Frage stellen, ob es berechtigt ist, was er sagt. Da würde ich sagen, hat er gar nicht so Unrecht. Aber gut, das ist jetzt nicht die Frage gewesen. Die Frage ist die, was dahinter steckt. Und dahinter steckt Wahlkampf. Wahlkampf. Wir sind im Wahlkampf und die CSU begreift sich als Schwester der Union, also innerhalb der Union, der CDU, ukrainefreundlich die sehr ukrainefreundlich ist. Aber sie sieht das vor allem im Osten, Sachsen und Thüringen steht ja an, Brandenburg, dass dort die Menschen viel skeptischer sind den Ukrainern gegenüber. Und von daher auch da wollen sie eben, will die CSU vor allem die Ukrainer in Arbeit bringen, weil die Deutschen, die Wähler es wollen. Und wenn man sieht, dass in den übrigen europäischen Ländern 50% etwa der Ukrainer in Arbeit sind und bei uns nur ein Viertel, dann fragt man sich schon, warum eigentlich. Also du findest diesen Vorschlag von Dobrindt durchaus richtig. Erwägenswert, ja. Vor allem noch eine Sache. Wir haben immer die Diskussion gehabt, dass die ukrainischen Männer doch zurückgehen müssen. Wir haben immer gesagt, und völlig zu Recht, nein, wir werden hier nicht die Rekrutierungssysteme der Ukrainer sein. Aber wenn ukrainische Männer hier sind, die arbeiten können und dann auch nicht mal arbeiten, dann warum nicht auch zurück? Jacques, vielen Dank für diese Einordnung. Dankeschön.